Wie würdet ihr kleine Holzstückchen sägen? Also das heißt, ihr wollt da noch mal ein paar Stückchen, ein paar Millimeter abgesägt haben. Und wie sägt ihr sowas sicher, damit ihr da ja nicht irgendwo mit der Finger in die Nähe kommt? Das ist gar nicht mal so einfach. An der Tischkreissäge hochgefährlich, außer man nimmt halt dann dort so einen Sägetisch, so einen Schiebetisch. Damit würde es auf jeden Fall noch funktionieren. Aber wie macht ihr das an der Kapp- und Gärungssäge? Dann gehen wir mal auf die andere Seite zur Werkstatt, zur Kapp- und Gärungssäge. Aber jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und Thema heute ist es die Kapp- und Gärungssäge, ein mini kleines Schick, das innerhalb von ein paar Minütchen gebaut ist, dort zu bauen. Und jetzt nochmal zur Frage, wie macht ihr das, wenn ihr so ganz kleine Holzstückchen irgendwie nochmal kürzen müsst oder was abschneiden müsst oder absägen müsst? Wie macht ihr das Ganze? Das ist ja an der Kapp- und Gärungssäge ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Und das schauen wir uns gleich mal an, warum das nicht sicher ist. Aber wie macht ihr das? Ich meine, gut, an der Tischkreissäge ist es kein Problem, wenn man dann, ja, was heißt kein Problem? Wenn man keinen Schiebetisch hat, dort kann man das Ganze lösen, da kann man dann sich einen Halter bauen und das Ganze dann wirklich ganz fein sägen. Aber hier, das wird mich jetzt mal interessieren, wie ihr das Ganze macht. So, das wird heute wirklich ein schnelles, kurzes Video, denn diese Vorrichtung ist super schnell gebaut und total einfach. So, jetzt schauen wir uns mal die Kapp- und Gärungssäge genau an. Also, wir können zwar hier oben das Ganze noch bewegen, das bringt mir aber ehrlich gesagt nichts viel, wenn ich da so ein kleines Holzstückchen noch mal was absägen will. So, also das fliegt schon mal raus. Wo liegt denn das Problem überhaupt bei der Kapp- und Gärungssäge, warum ich nichts Kleines damit sägen kann? Ganz einfach. Wir haben hier eine ganz große, richtig schöne große Öffnung. So. Und wenn ich jetzt das Ganze dann hier hinhalten würde, ich meine, hier halten ist sowieso totaler, absolutes No-Go. Ihr seht es ja selber, wenn ich jetzt das Sägeblatt runter mache, wie nah ich wirklich an diesem Holzstück bin oder an dem Sägeblatt bin mit meinem Holzstück. Das ist ja schon mal absolutes No-Go. Gut, da wird es dann noch theoretisch Halter geben dafür, aber das wollen wir auch nicht. Denn was ist das weitere Problem? Ganz ehrlich, wir haben ja hier eine riesen Öffnung und wir haben ja hier keinen Anschlag mehr. Das heißt, sollte das Holzstück sich mal nur ein Zehntel Millimeter bewegen, hakt sich das Sägeblatt ein und dann macht's das hier. Bam! Und es zieht es irgendwo rum oder sonst irgendwas und es wird es irgendwo hinschlagen. Und vor allem das Schlimmste dabei ist, das solltet ihr ja eh nicht machen, an der Stelle halten. Das Schlimmste dabei ist natürlich, ihr würdet dann automatisch nochmal ins Sägeblatt reinfassen, wenn es das so mal richtig dreht. Also das wollen wir ja nicht. Es würde mich mal euch interessieren, wie ihr das Ganze an eurer Kapp- und Gärungssäge gelöst habt, um dort solche kleinen Stücke zu sägen. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. So Leute, was brauchen wir? Restmaterial, Restholz. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Es sollte einfach nur ein schönes, gerades Brett sein. Ich werde hier Multiplex verwenden. Multiplex, das kommt aus dem Baumarkt, hat mich, glaube ich, keine 4 Euro gekostet oder um die 4 Euro gekostet. Und mehr braucht man eigentlich schon mal gar nicht. Stopp! Bevor wir jetzt weitermachen mit unserer Bauanleitung. Ich wurde schon öfters gefragt, Jens, warum baust du dir keine Kapp- und Gärungsstation, also so ein Tisch? Ihr wisst, was ich meine. So einen tiefer gelegten Tisch mit einem, da eine ebene Fläche raus, hier eine ebene Fläche raus und mit einem mega langen Anschlag. Und jetzt kommen wir zu meinen Gründen, warum ich das Ganze nicht will. Denn ich bin nämlich mit dieser mobilen Variante, die wirklich absolut einstellbar ist, mehr als zufrieden und ich kann mit so einer Station viel genauer arbeiten als mit sowas, mit so einem mega langen Anschlag. Und das hört sich jetzt echt komisch an, aber die Gründe dafür, aus meiner Sicht her, die nenne ich jetzt euch. Für kleine Sachen zum Sägen ist das jetzt so natürlich optimal. Aber was ist, Jens, wenn du mal lange Sachen hast, wie lange Bretter oder sonst irgendwas, wirklich noch viel länger, es ist auch kein Problem. Ich brauche da einfach nur mal diese Sachen hier ausziehen an unserem Sägetisch und kann auch lange Sachen machen. Und diese Rollen, die wir hier haben, die kann ich natürlich auch nach oben und unten versetzen, je nachdem wie das Brett auch gebogen ist. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt da einen ebenen Tisch. Erstens mal muss dieser Tisch mit dieser Auflagefläche hier 100% eben sein. Sollte er wirklich hier 1 Millimeter hoch oder runter sein, dieser Tisch oder Verlängerung des Tisches, dann stimmt ja das praktisch nicht. Also jetzt mal übertriebenerweise, das Ding ist einfach mal hier oben, dann seht ihr ja schon mal, dass ich da vorne wirklich gar keine 90 Grad gerade nach unten sägen kann. Und so ist es natürlich auch, wenn der Tisch ein bisschen nach unten ist, dann hebt sich das Ganze natürlich vorne ein bisschen ab.
Also das sehe ich absolut sinnlos, dass dann so ein langer Tisch, der muss wirklich super, super genau sein. Und mit diesen Rollen kann ich genau auch aufs Brett eingehen. Es kann ja auch mal sein, dass Bretter so ein bisschen, es müssen nicht viel sein. Holz bewegt sich und Holz ist immer ein bisschen gebogen oder so, auch bei langen Latten. Aber wenn ich jetzt einen ebenen Tisch habe, wo ich nicht flexibel arbeiten kann mit diesem Tisch, dann ist immer irgendwo, bin ich oben, bin ich unten, wenn das Brett lang ist und nur 2-3 Millimeter einfach verbogen ist, dann habe ich einfach einen falschen Schnitt vorne. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal vom Nahen an. Also, das mit der Höhe, das habe ich jetzt so gemeint, ihr seht es selber. Ich lege das Brett hier hin, das Brett ist nicht gerade, ich habe hier einen langen Tisch und das lupft dann immer das Brett irgendwie, zum Beispiel, wenn es nicht gerade ist, lupft es einfach ein bisschen an. So, mit diesen Rollen kann ich das einfach so verstellen, dass ich dann vorne einfach komplett aufliege und somit immer einen geraden Schnitt habe. Also das heißt, wenn ich jetzt das auf den Tisch legen habe und das Ganze nicht gerade ist, dann muss ich dann immer versuchen, das Ganze runterzudrücken und das wollen wir natürlich nicht. Wenn ich ein langes Brett habe, dann ist es schier gar nicht möglich, vom Gewicht her allein von der Hand das Ganze runterzudrücken. So, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und somit kann ich die Rolle einfach so verstellen, damit das Brett hier vorne komplett gerade aufliegt. Schauen wir uns mal den Punkt 2 einfach an, was ich jetzt noch nicht mag an solchen Stationen. So, ihr habt jetzt einen mega langen, super geraden Anschlag, der wirklich absolut zu diesem Anschlag eben ist. Schön und gut, hört sich am Anfang ja mal super an, dass ich hier was Langes anschlagen kann. Aber ganz ehrlich, ich brauche keinen langen Anschlag. Warum brauche ich den denn nicht? Schaut's mal. Das Wichtige ist dieses Stück hier vorne. Das ist der wichtigste Anschlag, den ich brauche. Sollte das Brett jetzt auch nicht wirklich gerade sein und ihr habt hier wirklich einen Anschlag, der dann weitergeht hier, ich kann ja, dann drückt es praktisch hier an diesem Anschlag, drückt es einfach raus und ich kann hier vorne nicht mehr richtig anlegen. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. Deshalb ist es wichtig, dass ich vorne das Ganze anschlage und habe hier einen 90-Grad-Schnitt in der Richtung. Alles ist super, super sauber. Und das schaffe ich halt mit diesem Anschlag einfach nicht wirklich. Jetzt kennst du mal meine Sicht zu so einem Kapp- und Gärungssägentisch und ich bin halt einfach der Meinung, es ist einfach bei mir so, dass ich mit so einem Tisch viel genauer arbeiten kann. Und jetzt würde mich mal eure Meinung einfach interessieren. Habt ihr so Kapp- und Gärungssägetische, die tiefer gelegt sind und mit Anschlag, mit allem drum und dran? Habt ihr sowas oder seid ihr auch eher meine Meinung? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Weiter geht's mit unserer Vorrichtung, unserer 5-Minuten-Vorrichtung. Ich glaube, mehr braucht man gar nicht, oder 10 Minuten vielleicht. Dieses Holzstückchen, das Reststück aus dem Baumarkt, passt echt zufällig genauso auf meine Kapp- und Gärungssäge drauf. Ihr könnt es kürzer machen, je nach Kapp- und Gärungssäge. Ihr könnt es breiter machen, länger machen, wie auch immer. Ist euch selber überlassen. So, und dazu werden wir noch einen Anschlag bauen. Und der wird dann hier einfach angebracht werden. Und danach kommt dann noch eine T-Nut hier rein. Eine T-Nut-Fräser, den habe ich jetzt hier, seht ihr den? Und zwar gibt es ja noch diese T-Nut-Schienen, damit man dann hier einen Anschlag anbringen. Aber die sind relativ teuer. Kann ich euch trotzdem unten mal verlinken. Deshalb machen wir das mit dem T-Nut-Fräser. Wir haben ja Multiplex, das hält perfekt. Und dann machen wir hier noch einen Anschlag hin. Des Weiteren kommen noch nur zwei Stopper hier unten hin, dass wir das Ganze nicht mehr verschieben können und einfach nur auf die Kapp- und Gärungssäge draufstecken können. Und mehr müssen wir eigentlich gar nicht machen. Ich denke mal, ich werde das Ganze jetzt einfach mal bauen. Ihr schaut es mir zu. Wahrscheinlich brauchen wir hier noch einen kleinen Ausschnitt. Punkt 1 ist Anschlag nehmen und dort erstmal die T-Nut reinmachen, damit wir unsere Schraube befestigen können für unseren Anschlag. Ich habe jetzt auch mal hingehalten, bei mir stößt nichts an von der Kapp- und Gärungssäge. Da müsst ihr aber vorher darauf achten, ob ihr dann da einen Ausschnitt reinmachen müsst oder nicht. Ha, passt perfekt. Was ihr dabei natürlich benutzt, ich habe es einen M6 T-Nut Fräser, ihr könnt es auch einen M8 benutzen, was auch immer. Wie gesagt, ich werde auch natürlich diese Fräser und alles, was ihr im Video seht, natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. So, eigentlich gehört dieser Anschlag, Klotz oder diese Nutfräsung ja nicht wirklich dazu. Ich sage jetzt mal so, wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich Anschlagklötze mit dazu.
Ihr müsst es aber nicht machen. Und da bohren wir jetzt einfach mal eine M6-Bohrung rein. Und gut, na, Strom muss noch da sein. Leute, ich sagte doch, 10 Minuten und wir sind fertig. Wir müssen es jetzt nur noch festleimen. Dazu werde ich aber, dass es schneller geht. Also ich habe mir jetzt noch 2 solche kleine Stückchen zugesägt. Die kommen hier unten an die Vorrichtung dran, damit es immer am selben Fleck ist. Und das müsst ihr natürlich bei eurer Kapp- und Gärungssäge selber schauen, wo das bei euch natürlich angebracht werden muss. Bei mir hier schön an der Seite und dann kann ich es wirklich draufstecken. Kann man quasi so sagen. Ich werde damit mit Sekundenkleber, Aktivator und Leim arbeiten, denn dann geht es viel schneller, dass es mal fest ist. Und ich werde dann das Ganze natürlich öffnen, sollte man noch. Werde ich das Ganze natürlich noch festschießen. Ihr könnt es natürlich auch dann festschrauben. Eine Runde schießen, ihr könnt natürlich das Ganze auch festschrauben, ich werde es aber schießen. Ihr seht jetzt hier auch noch die 2 Anschläge, damit die ganze Vorrichtung nicht verrutschen kann. So, also ballern wir da mal einfach rein. Batsch, schaut's mal, wow, keinen Millimeter bewegt sich das Ganze. Ich habe jetzt noch einen zweiten Stopper hier gemacht, das ja, braucht man alle, wie gesagt, nicht. Und da kann ich das Ganze jetzt schön hin und her schieben. Na, da muss ich nochmal nachschleifen ein bisschen. So, dann wollen wir mal einsägen. Einsägen ist dafür da, ich habe jetzt meine Tiefe eingestellt, also das heißt, ich werde nicht ganz runter sägen. Dann habe ich auch hier kein Problem, damit ich hier anstoße. Also, schauen wir mal. Absaugung auf. Und schon ist hier fertig, unsere 10 Minuten Vorrichtung für die Kapp- und Gärungssäge. Jetzt gibt's natürlich noch so Maßbänder, die könntet ihr theoretisch diese da, die könntet ihr theoretisch noch hier oben ankleben, damit ihr euren Anschlag nochmal genau einstellen könnt, auf der Seite und gut ist. Ja, mal schauen, ob ich das noch mache. Aber ich kann es euch gerne nochmal unten verlinken. Und jetzt könnt ihr erkennen, jetzt kann ich ganz einfach wirklich super kleine Sachen an der Kapp- und Gärungssäge sägen. Das heißt, ich kann es jetzt hier ansetzen. Natürlich heißt es noch lange nicht, dass ihr jetzt da praktisch hier mit eurem Finger hinhalten solltet. Das ist ganz klar. Aber es kann schon mal weniger passieren, wenn das Sägeblatt runterkommt. Ich habe hier einen Anschlag, hier einen Anschlag. Es kann nichts passieren, dass dieses Stückchen Holz sich dreht und nach hinten rausschleudert. So. Aber es heißt es noch lange nicht, dass ich weit genug vom Sägeblatt weg bin. Könnt ihr noch erkennen? Jawohl. Das heißt, wenn ich jetzt so kleine Sachen säge, ich bin ja immer noch viel zu nah am Sägeblatt mit der Hand und das wollen wir natürlich auch nicht. Dazu habe ich mir schon vor langer Zeit diese kleinen Hebel gebaut. Schaut's mal, die sind so einfach gebaut, die sind in verschiedenen Höhen sind die gedacht. Einfach eine Unterlage. Leicht abgerundet, damit ich das Ganze, schaut's mal, es hat ein bisschen Übergewicht, das heißt, es geht immer automatisch nach unten, bei dem größeren genauso, also ein bisschen abgerundet und hiermit kann ich je nach Größe, würde ich euch empfehlen auch zu bauen, aber da brauchen wir ganz ehrlich keine Bauanleitung machen davon, ein kleiner Klotz, Sperrholz, ein kleines Gummistückchen hier, damit es dann richtig gut hält, damit ich, Moosgummi habe ich da genommen, ein bisschen härter, das ist glaube ich was härteres, auf jeden Fall ein Gummi und damit kann ich das Ganze jetzt, ich muss von der Seite zeigen, kann ich das Ganze einfach jetzt runterdrücken, bin das weit genug weg vom Sägeblatt, ihr seht es selber, ich kann das jetzt runterdrücken und schon kann ich sägen und das wollen wir jetzt natürlich auch mal probieren. Und
Und jetzt könnt ihr wirklich erkennen, dass ich super nah auch mit diesem Niederhalter dort einfach rankam an die Sachen. Ich konnte alles sehr, sehr schnell schneiden. Kleine Stückchen, die man eigentlich normalerweise vorher mit der Kapp- und Gärungssäge definitiv nicht hätte sägen können, ohne dass man sich dann wirklich heftig verletzt. Und ihr seht mal, wie klein diese Sachen sind. Und ich kann das super nah ans Sägeblatt auch noch runterdrücken. Ich bin ja wirklich genug weit weg vom Sägeblatt mit diesem Niederhalter. Das könnt ihr natürlich bauen in allen Größen, was ihr wollt. Funktioniert echt super. Jetzt ist vielleicht dem einen oder anderen schon was aufgefallen, Leute. Wir haben jetzt 2 Fliegen auch mit einer Klappe geschlagen. Wir können jetzt sicher an der Kapp- und Gärungssäge super kleine Sachen sägen. Und wem ist es aufgefallen? Na, wem ist es aufgefallen? Und zwar schaut's mal, wir haben da gleich eine Null-Spalteinlage. Das heißt, wir haben super saubere Schnitte, keine Ausrisse, rein gar nichts. Ihr seht es jetzt gerade hier an diesen Stückchen. Keine Ausrisse, absolut sauber. Also haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jetzt noch ein ganz kleiner Mini-Bonus-Tipp. Ihr kennt doch diese Anschläge, wenn sie dann da sind und ihr habt ein bisschen Sägemehl oder Sägestaub. Dann ist es das Problem, wenn ihr dann praktisch mit dem Werkstück kommt und das Ganze hinschiebt. Ihr seht, wir kommen dann nicht mehr direkt an unseren Anschlag dran. Also das heißt, wir müssen da jedes Mal abpusten. Das solltet ihr ja eh immer machen. Aber es kann ja trotzdem sein, dass da einfach mal was zwischendrin hängt. So, bei meinen Anschlägen ist es jetzt einfach so. Ich habe da leichte 45 Grad Winkel angeschliffen, je nachdem auf welche Seite natürlich. Und wenn ich jetzt praktisch den Anschlag dran habe und es kommt doch mal irgendwie aus Versehen doch noch was dazwischen rein, ist wie gesagt vorher ausblasen, aber es kann ja trotzdem passieren. So, und damit passiert es mir einfach nichts. Seht ihr, das geht dann unter den Spalt, in diesen 45 Grad Winkel geht das praktisch rein und ich komme trotzdem an meinen Anschlag direkt ran. Das ist einfach nur so eine kleine Zwischenhilfe. Natürlich müsst ihr das Ganze auch immer wieder sauber blasen mit so Anschlägen. So, und was sagt ihr jetzt dazu? Wie gesagt, ballert es unten alles mal in die Kommentare rein. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt ein bisschen weiterhelfen. Ich finde es eine richtig coole 10 Minuten gleich gebaute Vorrichtung, womit man jetzt wirklich super kleine Sachen an der Kapp- und Gärungssäge recht super sicher einfach sägen kann. Gefällt mir echt sehr gut. Ja, ich weiß, es ist jetzt nichts Neues, wirklich keine neue Erfindung oder so, aber vielleicht kann es der eine oder andere trotzdem brauchen. Jetzt sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ja, dann lasst dem Video bitte einen Daumen da und unterstützt Gipfelholz. Jetzt drehen wir die ganze Sache mal um. Abonniert auf keinen Fall den Kanal und somit verpasst ihr auf jeden Fall jedes Video von Gipfelholz. Also, ihr wisst, wie ich meine. Leute, das war's von mir. Schöne Grüße aus dem Allgäu und ich würde sagen, bis demnächst und wie soll man sagen, schöne Kapp- und Gärungsgrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.